Quack. Hallo, mein Name ist Jürgen Fischer und ich liebe es, jungen Christen die Bibel zu erklären. Unser Thema heute: Heuchelei und Scheinheiligkeit. Weißt du, was ein Heuchler ist? Ich mag das griechische Wort für Heuchler. Wörtlich übersetzt heißt das Maskenträger. Ein Heuchler ist einer, der eine Maske trägt. Das ist dasselbe Wort, was man auch für Schauspieler im Griechischen verwendet. Heuchler sind Menschen, die so tun, als ob. Bist du so einer? Also mal ganz ehrlich, wenn ich dir begegnen würde im Gottesdienst, wie würdest du dich geben? Wenn du mit Menschen redest, ist das, was du vermittelst, ist das echt? Ist das ehrlich? Oder hast du so eine Maske? Eine Maske vorm Gesicht. Wie geht's dir? Gut. Und du sagst das, aber innen drin geht es dir vielleicht überhaupt nicht gut. Bist du so einer, der gar nicht weiß, wer er ist oder der es vielleicht weiß und verstecken will? Das ist ein Heuchler. Und die Bibel hat bei Heuchelei, die hat da so eine ganz klare Einstellung dazu. Der Apostel Petrus schreibt, 1. Petrus Kapitel 2, Vers 1 davon, dass wir, ich lese dir das mal vor, legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei. Also es ist so eine Reihe: Bosheit, Betrug, Heuchelei. Und Petrus sagt, wenn sich das in deinem Leben findet, Heuchelei, dann musst du das rausschmeißen. Du kannst nicht Christ sein, als Christ leben und dann nur so tun, als ob. Das geht einfach nicht. Das muss echt sein, wenn man dir begegnet. Im Matthäus-Evangelium Kapitel 6, da beschreibt der Herr Jesus, warum Leute das tun. Warum macht das jemand, dass er vorgibt, ein anderer zu sein? Matthäus 6, Vers 2: Wenn du nun Almosen gibst, also wenn du den Armen etwas spendest, sollst du nicht vor dir her posaunen lassen, wie die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Straßen, damit sie von den Menschen geehrt werden. Merkst du was? Menschen sind Heuchler, sie geben Almosen, sie tun Gutes, aber wenn du ins Herz hineinschaust und dir die Frage stellst, tun sie das aus ungeheuchelter Liebe, ist das ehrlich so? Also tun sie das, weil sie das tun wollen? Nee, sie tun es, damit andere Menschen an der Stelle denken, boah, sind die aber fromm. Und in Wirklichkeit ist da nichts dahinter. Und jetzt frage ich dich nochmal, bist du jemand, der manchmal Dinge tut, weil er als fromm gelten möchte, weil er nicht auffallen möchte? Und wenn das so ist, dann sage ich dir heute, hör damit auf. Die Bibel ist wirklich dagegen. Wir werden dazu aufgefordert, ungeheuchelte Liebe zu praktizieren. Und jetzt kann man, wenn man sagt, okay, ich möchte ungeheuchelte Liebe leben, auch auf der anderen Seite vom Pferd runterfallen. Wir leben seit 100 Jahren in einer Gesellschaft, die ganz, ganz stark von Psychologie durchdrungen ist. Ständig denken Leute über sich selber nach, was ist wirklich da innen drin. Und auch Christen in ihrem Bemühen, ungeheuchelt zu lieben, machen manchmal den Fehler, dass sie jeder Gefühlsregung und jedem kleinen Gewissensbiss, der irgendwoher kommen könnte, dass sie dem nachgehen und denken, oh, jetzt ist meine Liebe vielleicht nicht echt. Ich möchte dich da ein bisschen entspannen. Ich möchte dir sagen, dass wenn die Bibel von ungeheuchelter Liebe redet, sie von einer Heuchelei redet, die man wirklich klar nachvollziehen kann. Ein Heuchler ist einer, der ganz klar sagt, ich will anders wirken, als ich wirklich bin. Und nicht jemand, wo die Hormone, der Blutdruck oder der Kaffeespiegel ihm ein bisschen das gerade schwer machen, ich sag's mal, emotional sich auf den anderen einzustellen. Also geh nicht jedem kleinen negativen Gefühl, jedem kleinen Gewissensbiss in deinem Leben nach, sondern da, wo echt Sünde ist und echt Heuchelei ist, da reagieren wir. Und ansonsten, das hatten wir schon, ist Liebe immer praktisch.
Ungeheuchelte Liebe ist Liebe, die etwas tut. Und deswegen, wenn du jetzt sagst, ja, manchmal tue ich nur so, dann musst du dich ändern. Aber wenn du sagst, naja, manchmal ist es einfach so, ich muss eine innere Lust überwinden, dann ist das immer noch echte Liebe. Da ist noch lange keine Heuchelei im Spiel. Ist doch komisch, oder? Alle Menschen werden älter. Christen werden jünger. Das war der Steven. Der steht normalerweise hinter der Kamera. Hallo Steven. Und macht die Videos, schneidet die auch. Und der hat euch gerade den neuen Begriff eingeführt, nämlich Jünger. Was ist ein Jünger? Ein Jünger ist jemand, der einen Meister hat. Wir würden heute sagen, er ist ein Schüler oder ein Azubi. Ein Jünger sagt, ich möchte von einem anderen etwas lernen. Jemand anders ist mein Vorbild und ich studiere, was der sagt und ich schaue mir an, wie der Dinge macht und ich mache es genauso. Ich lerne von dem. Das ist ein Jünger. Wir als Christen sind Jünger Jesu. Wir folgen Jesus nach. Wir wollen so leben, wie er gelebt hat. So, die praktische Aufgabe. 2 neue Bibelverse. Und zwar Johannes Kapitel 1, die Verse 1 und 14 und Epheserbrief Kapitel 2, Vers 8 und 9. Bitte lernen sie auswendig. Wenn du nicht mehr genau weißt, wie das geht, schau dir bei frogwords.de die entsprechende Seite nochmal über das Auswendiglernen von Bibelversen an. Schreib das auf Kärtchen drauf, fang an, sie auswendig zu lernen. Vergiss auch die Verse nicht, die du schon kannst. Bitte immer wieder schön wiederholen. Und wenn du jetzt merkst, oh, da kommen ja immer wieder Verse dazu, ja, das stimmt und das soll auch bis zum Rest deines Lebens so sein. Lern einfach immer weiter Bibelverse. Das, was Gott dir wichtig macht, die Verse, die lernst du. Wenn du ein Buch liest und da ist ein guter Vers, lern den. Eine Predigt hörst, lern den. Ja, immer die guten Verse lernen. Und damit du am Ende jetzt auch weißt, welche du gelernt hast, mein Tipp, schreib irgendwo mal eine Liste, wo all die Verse draufstehen, die du schon gelernt hast oder wo du gerade dabei bist. Das ist nur für den Fall, dass du deine Kärtchen mal verlierst oder wenn du das übers Handy machst, über Remember Me, diese App, mit der man sehr gut Bibelverse lernen kann. Wenn da mal was schief geht, dass du es irgendwo nochmal auf dem Blatt Papier hast. Gebetsvorschlag. Bete dafür, dass es dir in deinem Leben zuerst darum geht, den Herrn Jesus wirklich zu gefallen. Ihm zu gefallen, dass es dir wichtiger ist, dass er von dir beeindruckt ist als Menschen. Also nicht in Richtung Heuchelei abdriftest. Bibellese. Wir haben letztes Mal das Lukas-Evangelium beendet. Wir starten jetzt mit dem zweiten Teil des Lukas-Evangeliums. Lukas schreibt 2 Bücher. Einmal das Lukas-Evangelium und dann die Apostelgeschichte. Also bitte zur Apostelgeschichte gehen, Kapitel 1, die Verse 1 bis 14. Gleich kriegst du auch wieder 2 Fragen eingeblendet. Von meiner Seite aus war's das. Gott segne dich. Frog Quack.